Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist, wie kann ich eine Bilanz lesen? Nun, Bilanz heißt übersetzt Waage, haben die alten Griechen erfunden. Heißt, auf der einen Seite haben sie Vermögen und auf der anderen Seite haben sie, wie es finanziert wurde. Logischerweise muss beides gleich hoch sein, denn alles, was sie an Vermögen haben, wurde ja durch den gleichen Betrag finanziert. Eine Bilanz kann man auch ein bisschen mit einem Haushaltsbuch vergleichen. Nur beim Haushaltsbuch haben Sie keine linke und eine rechte Seite, sondern Sie schreiben es untereinander. Gucken wir uns also mal ein Haushaltsbuch an. Sie gucken, was haben Sie auf dem Girokonto und das wollen Sie sich entwickeln. Gehen Sie also alle Ihre Kontoauszüge durch. Und dann sehen Sie, ja, ich hatte 24.000 Euro Zuflüsse, ich hatte 9.000 Miete, Lebenshaltungskosten, 15.000 Euro an Kosten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie investiert in eine Waschmaschine, in ein Auto, 13.000 Euro, aber 10.000 Euro wurden finanziert. Also haben Sie ja nur 3.000 Euro selber bezahlt. Das ist auch nur von Ihrem Konto abgegangen. Und Sie haben 1.200 Euro gespart. Und so ergibt sich insgesamt auch wieder die 3.800 Euro. Ist also eine Form der doppelten Buchführung. Und jetzt modifizieren wir das Haushaltsbuch zu einer Bilanz. Hier sehen Sie die Waschmaschine, das Auto, Sparanteil, Girokonto. 19.000 Euro insgesamt. Und auf der anderen Seite haben Sie das Darlehen. Und Sie haben natürlich Einnahmen und Miete und Lebenshaltungskosten genauso wie in dem Haushaltsbuch gehabt, ergibt 9.000 Euro. Alles zusammen sind auch 19.000 Euro. Sie sehen, Vermögen ist gleich Finanzierung. Das mit den Einnahmen und den Ausgaben erkläre ich noch gesondert. Die werden in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt, werden aber letztendlich über das Konto Eigenkapital saldiert. Dazu später mehr. Wie man auf der Grafik erkennen kann, ist auf der Aktiva alles an Vermögen und auf der Passiva alles an Eigenkapital oder Fremdkapital, halt die Finanzierung. Und man sieht auch, dass beide Seiten den gleichen Gesamtbetrag haben. Der Unterschied der Bilanz zum Haushaltsbuch ist, dass die laufenden Einnahmen und Ausgaben nicht in der gleichen Liste stehen. Bei der Bilanz nämlich wird es in eine Nebenrechnung, die sich Gewinn- und Verlustrechnung nennt, gemacht, dann aber letztendlich der Saldo über das Eigenkapital saldiert. In meinem Beispiel haben wir 24.000 Euro Einnahmen und 15.000 Euro an Kosten, macht also einen Gewinn von 9.000 Euro. Auch hier ist das System, auf beiden Seiten sind nachher die gleichen Beträge. Aber der Saldo ist entscheidend. Diese 9.000 Euro, die finden Sie wieder im Eigenkapital. Wenn Sie eine Bilanz haben sollten und Sie nehmen sich die, dann sehen Sie natürlich noch Positionen wie Rückstellungen, aktive Rechnungsabgrenzung, passive Rechnungsabgrenzung. Es sind auch noch ganz andere Positionen denkbar. Das konnte ich natürlich in meinem Beispiel nicht alles aufführen. Aber seien Sie gewiss, es ist entweder Eigen- oder Fremdkapital. Haben Sie aber noch irgendwelche speziellen oder allgemeine Fragen, die Sie beantwortet haben möchten? Lassen Sie es mich wissen. Thanks for watching.